Als Lukas Weber, 26 Jahre alt, der jüngste Mechaniker der Werkstatt Schmidt in München, in den Hauptbereich gerufen wurde von seinem Chef, der mit dem Finger auf ihn zeigte und schrie, dass er gefeuert sei, vor allen Kollegen, die schweigend mit verschränkten Armen zusahen, ohne es zu wagen, ihn zu verteidigen, als er ihm sagte, dass er eine halbe Stunde Firmenzeit verschwendet hatte, um kostenlos das Fahrrad einer Alten zu reparieren, die sie niemals bezahlen könnte, und dass er solche Leute wie ihn nicht in seiner Werkstatt wollte, als Lukas den Kopf senkte und diese Demütigung akzeptierte, weil er diesen Job brauchte, um die Behandlung seines kranken Vaters zu bezahlen, aber wusste, dass er seine Prinzipien nicht verraten konnte. Indem er diese alte Dame im Regen stehen ließ, konnte er nicht ahnen, dass diese alte Dame mit dem kaputten Fahrrad, die er ohne Gegenleistung geholfen hatte, keine einfache Rentnerin war, sondern Maria Hoffmann, die Witwe des Gründers des größten deutschen Automobilkonzerns, und das am nächsten Morgen, wenn 7 schwarze SUV die Einfahrt der Werkstatt blockieren würden und Männer in Anzügen aussteigen würden, die nach dem Besitzer fragten, Herr Schmidt entdecken würde, dass ein einfacher Akt der Güte nicht nur Lukas Leben, sondern das Schicksal der ganzen Werkstatt verändern würde. Wenn du bereit für diese Geschichte bist, schreib in die Kommentare, woher du dieses Video schaust. Es war ein Freitagnachmittag im November, einer dieser Tage, an denen München sich in ein Grau hüllt, das bis in die Knochen zu kriechen scheint. Der Regen fiel seit 3 Tagen ununterbrochen und die Werkstatt Schmidt war voller Kunden, die dringende Reparaturen vor dem Wochenende brauchten. Lukas Weber arbeitete dort seit 4 Jahren, seit er seine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker abgeschlossen hatte und als Lehrling eingestellt wurde. Er war der Jüngste in der Werkstatt, aber auch einer der Besten, mit dieser angeborenen Fähigkeit zu verstehen, was mit einem Motor nicht stimmte, allein durch Zuhören. Die Kunden fragten nach ihm mit Namen. Sie vertrauten ihm. Sie wussten, dass er niemals versuchen würde, sie mit unnötigen Reparaturen zu betrügen. Aber Herr Schmidt, der Besitzer, sah das nicht so. Für ihn war Lukas nur ein Junge, der sich zu wichtig nahm, der seine Zeit damit verschwendete, mit Kunden zu reden, anstatt zu arbeiten, der nicht verstand, dass eine Werkstatt Geld verdienen musste und keine Wohltätigkeit war. An diesem Freitagnachmittag, während alle mit den Autos der zahlenden Kunden beschäftigt waren, erschien eine alte Dame am Eingang der Werkstatt und schob ein Fahrrad. Sie musste mindestens 80 Jahre alt sein. Sie war klein und zerbrechlich mit einem alten Mantel, den der Regen völlig durchnässt hatte. Das Fahrrad hatte eine gerissene Kette und ein verbogenes Schutzblech. Niemand beachtete sie. Die Mechaniker waren alle beschäftigt, und Herr Schmidt hatte so getan, als würde er sie nicht sehen, in der Hoffnung, dass sie von alleine gehen würde. Eine Alte mit einem kaputten Fahrrad war niemandens Zeit wert in einer Werkstatt, die BMW und Mercedes reparierte. Aber Lukas hatte sie gesehen. Er hatte gesehen, wie sie vor Kälte zitterte, wie sie sich umschaute in der Hoffnung, dass jemand ihr helfen würde, wie ihre Augen sich mit dieser Resignation füllten, die Menschen haben, die es gewohnt sind, ignoriert zu werden. Er hatte das Auto, an dem er arbeitete, verlassen und war zu ihr gegangen. Er hatte sie gefragt, was passiert war, und sie hatte ihm erzählt, dass sie auf dem Heimweg vom Einkaufen war. Als die Kette gerissen war, dass sie 3 Kilometer mit entfernt wohnte und nicht wusste, wie sie nach Hause kommen sollte, dass sie kein Geld für eine Reparatur hatte, aber vielleicht am nächsten Tag mit etwas wiederkommen könnte. Lukas hatte nicht zweimal nachgedacht. Er hatte sie im Wartebereich Platz nehmen lassen, ihr einen heißen Kaffee aus dem Automaten gebracht und hatte angefangen, das Fahrrad zu reparieren. Die Kette war einfach zu reparieren. Das Schutzblech musste nur gerichtet werden. In einer halben Stunde war er fertig. Als die Dame fragte, was sie schuldig war, lächelte Lukas und sagte ihr, dass sie nichts schuldig war, dass es ihm eine Freude gewesen war, ihr zu helfen, dass sie auf der nassen Straße vorsichtig sein sollte. Sie schaute ihn an, mit diesen glänzenden Augen, die alte Menschen haben, wenn jemand ihnen eine unerwartete Freundlichkeit erweist, drückte seine Hand zwischen ihren faltigen Händen und ging hinaus in den Regen, der endlich nachließ. Lukas ging zurück an die Arbeit und dachte, dass es damit vorbei war. Er wusste nicht, dass Herr Schmidt alles gesehen hatte. Eine Stunde später, als er gerade dabei war, eine Lichtmaschine einzubauen, hallte die Stimme des Chefs durch die Werkstatt und rief seinen Namen. Lukas wischte sich die Hände ab und ging hin, und was dann passierte, würde er für immer in Erinnerung behalten. Herr Schmidt
ließ ihn in der Mitte der Werkstatt stehen, vor allen. Er begann ihn anzuschreien, zeigte mit dem Finger auf ihn, als wäre er ein Verbrecher. Er sagte ihm, dass er gefeuert sei, dass er eine halbe Stunde Firmenzeit für eine Alte mit einem kaputten Fahrrad verschwendet hatte, dass er solche Leute wie ihn nicht in seiner Werkstatt wollte. Leute, die den Wert des Geldes nicht verstanden, Leute, die dachten, dass man während der Arbeitszeit Wohltätigkeit betreiben konnte. Die Kollegen schauten schweigend zu, die Arme verschränkt, die Augen gesenkt. Niemand wagte es, ihn zu verteidigen. Niemand wagte es zu sagen, dass Lukas der Beste von ihnen allen war, dass die Kunden ihn liebten, dass er in 4 Jahren nie einen einzigen Fehler gemacht hatte. Sie hatten alle Angst, ihren Job zu verlieren, und Lukas konnte es ihnen nicht verübeln. Markus, der Kollege, mit dem er 3 Jahre Seite an Seite gearbeitet hatte, senkte den Blick, als sich ihre Augen trafen. Peter, dem Lukas geholfen hatte, als seine Frau krank war, indem er seine Schichten übernahm, drehte sich zur anderen Seite. Niemand sagte ein Wort zu seiner Verteidigung. Herr Schmidt schrie weiter. Seine Stimme hallte durch die stille Werkstatt. Er sprach davon, dass die Werkstatt keine Wohltätigkeitsorganisation war, dass jede verlorene Minute weggeworfenes Geld war, dass er die Eigenheiten dieses Jungen, der sich für besser hielt als die anderen, viel zu lange ertragen hatte. Lukas hätte ihm gerne geantwortet. Er hätte ihm gerne gesagt, dass er in diesen 4 Jahren mehr gearbeitet hatte als jeder andere, dass er immer als Erster kam und als Letzter ging, dass die Kunden seinetwegen wiederkamen. Aber er wusste, dass es nutzlos gewesen wäre. Er hatte den Kopf gesenkt und die Demütigung akzeptiert, ohne zu antworten. Nicht, weil er nichts zu sagen hatte, sondern weil er wusste, dass es nichts gebracht hätte. Herr Schmidt hatte bereits entschieden und nichts würde ihn umstimmen. Er hatte seine Sachen aus der Umkleide geholt, sich von den Kollegen verabschiedet, die es nicht wagten, ihm in die Augen zu schauen, und war hinausgegangen in den Regen, der wieder angefangen hatte zu fallen. In dieser Nacht schlief Lukas nicht. Er blieb auf dem Sofa der kleinen Wohnung sitzen, die er mit seinem Vater teilte, starrte die Wand an und versuchte zu verstehen, was er jetzt tun würde. Die Wohnung war klein, aber würdig. 2 Zimmer plus ein Bad in einem Gebäude aus den 60er Jahren am Stadtrand von München. Es war nicht viel, aber es war ihr Zuhause. Die Wände waren voller Familienfotos, Erinnerungen an glücklichere Zeiten, als seine Mutter noch lebte und die Zukunft voller Möglichkeiten schien. Sein Vater Hans war seit 2 Jahren krank, ein Tumor, den die Ärzte aufhalten, aber nicht vollständig heilen konnten, der teure Medikamente und häufige Arztbesuche erforderte. Lukas war der Einzige, der zu Hause arbeitete, und sein Gehalt reichte gerade so, um die Arztkosten und die Miete zu decken. Jetzt hatte er nichts mehr. Hans wachte um 3 Uhr morgens auf und fand seinen Sohn immer noch dort, reglos im Dunkeln. Er sagte nichts, setzte sich neben ihn und wartete, dass er sprach. So war es immer zwischen ihnen gewesen, eine Kommunikation, die mehr aus Schweigen als aus Worten bestand, aber Schweigen, das alles sagte. Lukas erzählte ihm, was passiert war. Die alte Dame, das Fahrrad, die Kündigung. Er erwartete, dass sein Vater ihm vorwerfen würde, dass er seinen Job für eine Fremde riskiert hatte, dass er an andere gedacht hatte, statt an seine Familie. Aber Hans tat etwas anderes. Er umarmte ihn, etwas, das er nicht mehr getan hatte, seit Lukas ein Kind war, und sagte ihm, dass er stolz auf ihn sei. Er sagte ihm, dass er das Richtige getan hatte, dass es Momente im Leben gibt, in denen man zwischen dem Bequemen und dem Richtigen wählen muss, und dass er richtig gewählt hatte. Diese Umarmung löste kein Problem. Sie bezahlte nicht die Miete oder die Medikamente, aber sie gab Lukas etwas, das er in diesem Moment mehr brauchte als alles andere. Die Gewissheit, sich nicht geirrt zu haben. Sie verbrachten den Rest der Nacht mit Reden, etwas, das sie seit Jahren nicht mehr getan hatten. Hans erzählte von, als er jung war, von, als er als Arbeiter arbeitete und seinen Job verlor, weil er einen Kollegen verteidigt hatte, der zu Unrecht beschuldigt wurde. Er war 6 Monate arbeitslos gewesen, aber hatte es nie bereut. Er sagte ihm, dass die Dinge im Leben einen Weg haben, zurückzukommen, dass Güte niemals verschwendet ist, auch wenn es scheint, dass sie zu nichts führt. Lukas wollte ihm glauben, aber in diesem Moment konnte er nur an die sich stapelnden Rechnungen und den sich leerenden Kühlschrank denken. Der Morgen kam grau wie alle Novembermorgen in München. Lukas stand vom Sofa auf, wo er eingeschlafen war, nahm eine kalte Dusche, weil warmes Wasser,
ein Luxus war, den sie sich nicht mehr leisten konnten, und begann seinen Lebenslauf vorzubereiten, um ihn an andere Werkstätten zu schicken. Er war gerade beim Schreiben, als sein Telefon klingelte. Es war eine Nummer, die er nicht kannte. Eine Nummer mit einer seltsamen Vorwahl, die er nicht identifizieren konnte. Er nahm ab, und was er hörte, ließ ihm das Telefon aus den Händen fallen. Zur gleichen Zeit auf der anderen Seite der Stadt öffnete Herr Schmidt die Werkstatt wie jeden Morgen. Er war guter Laune, zufrieden, dass er diesen Jungen losgeworden war, der nicht verstand, wie die Geschäftswelt funktionierte. Er war gerade dabei, in sein Büro zu gehen, als er etwas Seltsames bemerkte. Da waren Autos vor dem Eingang geparkt, Autos, die den Zugang komplett blockierten. Nicht eines oder zwei, sondern 7. 7 identische schwarze SUV. Glänzend wie Spiegel, mit getönten Scheiben, die nicht sehen ließen, wer drinnen war. Herr Schmidt spürte einen Schauer den Rücken hinunterlaufen. Solche Autos hatte er nur in Filmen gesehen, die von Politikern oder Kriminellen. Er näherte sich vorsichtig und versuchte zu verstehen, was passierte. Die Türen der SUV öffneten sich gleichzeitig und Männer in Anzug und Krawatte stiegen aus, alle mit dem gleichen professionellen und einschüchternden Aussehen. Einer von ihnen, der Chef zu sein schien, ging auf Herrn Schmidt zu und fragte, ob er der Besitzer der Werkstatt sei. Herr Schmidt nickte, die Stimme in der Kehle stecken geblieben. Der Mann. Im Anzug sagte ihm, dass Frau Hoffmann mit ihm sprechen wollte, dass Frau Hoffmann sehr daran interessiert war, zu erfahren, wie er seine Mitarbeiter behandelte, dass Frau Hoffmann es nicht gewohnt war, dass man ihr Nein sagte. Herr Schmidt verstand nicht, wer war diese Frau Hoffmann, was wollte sie von ihm, warum blockierten 7 schwarze SUV seine Werkstatt um 8 Uhr morgens. Dann öffnete einer der Männer die hintere Tür des mittleren SUV und eine alte Dame stieg aus. Eine kleine und zerbrechliche Frau, diesmal mit einem eleganten Mantel und makellos frisiertem weißem Haar. Eine Frau, die Herr Schmidt sofort erkannte. Es war die Alte mit dem Fahrrad. Herr Schmidt spürte, wie ihm die Beine wegsackten. Die Frau, die er am Vortag ignoriert hatte, von der er gehofft hatte, dass sie von alleine gehen würde, um keine Zeit zu verlieren, stand dort vor ihm, umgeben von einer Eskorte, die eines Staatschefs würdig war. Aber sie war keine gewöhnliche alte Dame. Sie war Maria Hoffmann, die Witwe von Wilhelm Hoffmann, dem Gründer der Hoffmann-Gruppe, einem der größten Automobilkonzerne Europas. Eine Frau, die Fabriken, Autohäuser besaß und wahrscheinlich die Hälfte der Luxusautos, die Herr Schmidt in seiner Werkstatt reparierte. Die Mechaniker, die zur Schicht kamen, waren stehen geblieben, um zuzusehen, ohne zu verstehen, was passierte. Herr Schmidt spürte ihre Blicke in seinem Rücken und zum ersten Mal in seinem Leben fühlte er die gleiche Demütigung, die er am Vortag Lukas zugefügt hatte. Gefällt dir diese Geschichte? Gib einen Like und abonniere den Kanal. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Maria Hoffmann näherte sich Herrn Schmidt mit langsamen, aber entschlossenen Schritten und ihre Augen, dieselben Augen, die am Vortag vor Dankbarkeit für die Freundlichkeit eines jungen Mechanikers glänzten, brannten jetzt mit einer kalten und kontrollierten Wut. Sie sagte ihm, dass sie alles wusste, dass sie, nachdem sie mit dem reparierten Fahrrad nach Hause gekommen war, einen Anruf gemacht hatte. Sie hatte ihre Leute gebeten, herauszufinden, wer dieser freundliche junge Mann war, der ihr geholfen hatte, ohne etwas dafür zu verlangen und was mit ihm passiert war. Und sie hatte herausgefunden, dass er gefeuert worden war. Gefeuert, weil er ihr geholfen hatte, vor allen seinen Kollegen gedemütigt, weil er einen Akt der Menschlichkeit begangen hatte. Ja, Herr Schmidt begann Entschuldigungen zu stammeln, zu sagen, dass er nicht wusste, wer sie war, dass es ein Missverständnis war, dass er Lukas sofort wieder einstellen würde. Aber Maria Hoffmann unterbrach ihn, indem sie die Hand hob. Sie sagte ihm, dass sie nicht gekommen war, damit er Lukas wieder einstellte. Sie war für etwas anderes gekommen. Währenddessen, auf der anderen Seite der Stadt, stand Lukas immer noch reglos mit dem Telefon in der Hand und versuchte zu verarbeiten, was er gerade gehört hatte. Die Stimme am Telefon hatte sich als persönlicher Assistent von Frau Maria Hoffmann vorgestellt und ihm gesagt, dass die Dame ihn kennenlernen wollte, dass ein Auto ihn in einer halben Stunde abholen würde, dass er sich um nichts sorgen müsse. Lukas verstand nicht. Maria Hoffmann. Der Name sagte ihm etwas, aber er konnte ihn nicht einordnen.
Er fragte den Assistenten, worum es ging, aber dieser antwortete nur, dass die Dame es ihm persönlich erklären würde. Als das Auto kam, ein schwarzer SUV, identisch mit denen, die in diesem Moment Herrn Schmidt terrorisierten, stieg Lukas mit rasendem Herzen ein. Sein Vater schaute ihm vom Fenster aus nach mit einem seltsamen Lächeln, als wüsste er etwas, das er nicht wusste. Die Fahrt dauerte 20 Minuten durch Viertel von München, die Lukas noch nie gesehen hatte. Viertel, wo die Häuser wie Paläste aussahen und die geparkten Autos mehr kosteten, als er in 10 Jahren verdienen würde. Das Auto hielt vor einer Villa, die wie aus einem Film zu sein schien. Lukas stieg aus, die Beine zitternd, und wurde von einem Butler empfangen, der ihn durch einen Marmoreingang in einen Salon führte, der so groß war wie seine ganze Wohnung. Und dort, in einem Sessel neben einem brennenden Kamin sitzend, war die Dame mit dem Fahrrad. Aber sie sah nicht mehr aus wie eine zerbrechliche alte Dame, die vom Regen durchnässt war. Sie sah aus wie eine Königin auf ihrem Thron, umgeben von Gemälden, die Millionen wert waren, und antiken Möbeln, die Jahrhunderte von Geschichte erzählten. Maria Hoffmann gab ihm ein Zeichen, sich zu setzen, und begann zu sprechen. Sie erzählte ihm ihre Geschichte, wie ihr Mann Wilhelm mit einer kleinen Werkstatt angefangen hatte, genau wie die, in der Lukas arbeitete vor 50 Jahren, wie er sein Imperium von Null aufgebaut hatte. Ein Kunde nach dem anderen, eine Reparatur nach der anderen, wie er nie vergessen hatte, woher er kam, selbst als er einer der reichsten Männer Deutschlands geworden war. Wilhelm sagte immer, dass das wahre Maß eines Menschen nicht ist, wie viel er verdient, sondern wie er die behandelt, die ihm nichts zurückgeben können. Es war ein Prinzip, das sein ganzes Berufsleben geleitet hatte und das die Hoffmann-Gruppe anders gemacht hatte als alle anderen Unternehmen der Branche. Maria erzählte ihm, dass ihr Mann vor 3 Jahren gestorben war und dass sie sich seitdem verloren fühlte. Sie hatte alles Geld der Welt, aber niemanden, mit dem sie es teilen konnte. Niemanden, der sie wie eine Person behandelte, statt wie eine Geldbörse. Ihre Kinder waren mit ihrem eigenen Leben beschäftigt, ihre Freunde waren einer nach dem anderen gestorben. Und sie hatte sich allein in dieser riesigen Villa wiedergefunden, die einst voller Lachen und Leben war. Sie hatte angefangen, mit dem Fahrrad rauszufahren, um sich noch lebendig zu fühlen, um die einfachen Dinge zu tun, die sie tat, als sie jung war und nichts hatte. Und dann gestern war etwas passiert. Die Kette ihres Fahrrads war gerissen, dieses Fahrrad, das sie benutzte, um einkaufen zu gehen, weil es sie an die Zeit erinnerte, als sie und Wilhelm nicht einmal Geld für ein Auto hatten. Sie war in diese Werkstatt gegangen in der Hoffnung, dass jemand ihr helfen würde. Und alle hatten sie ignoriert, alle außer einem. Lukas hatte etwas getan, das niemand mehr tat. Er hatte eine Person in Not gesehen und ihr geholfen, ohne etwas dafür zu verlangen. Er wusste nicht, wer sie war. Er wusste nicht, dass sie ihm alles geben konnte, was er sich wünschte. Er hatte ihr einfach geholfen, weil es das Richtige war, und dafür wollte Maria Hoffmann ihm einen Vorschlag machen. Der Vorschlag war dieser: Maria Hoffmann wollte die Eröffnung einer neuen Werkstatt finanzieren. Eine Werkstatt, von der Lukas der Besitzer sein würde. Kein Kredit, keine Investition, die zurückgezahlt werden musste. Ein Geschenk, eine Art, ihm für seine Freundlichkeit zu danken und eine Art zu beweisen, dass es in der Welt noch Platz gab für Menschen, die das Richtige taten. Lukas schwieg einen langen Moment und suchte nach Worten. Dann sagte er etwas, das ihn selbst überraschte. Er sagte: Nein, er konnte so ein Geschenk nicht annehmen, erklärte er. Er hatte ihr nicht geholfen, um etwas dafür zu bekommen. Und jetzt anzunehmen, schien ihm den Sinn dessen, was er getan hatte, zu verraten. Wenn er dieses Geld nehme, wäre seine Tat nicht mehr selbstlos. Sie würde zu einer Investition, die Früchte getragen hatte. Maria Hoffmann schaute ihn einen langen Moment an, und in ihren Augen erschien etwas, das Respekt ähnelte, vielleicht sogar Bewunderung. Sie sagte ihm, dass er recht hatte, dass sie verstanden hatte, warum ihr Mann Wilhelm immer sagte, dass Geld den Menschen nicht macht, sondern der Mensch das Geld, das Lukas etwas hatte, das kein Geld kaufen konnte, Integrität. Aber sie war nicht bereit aufzugeben. Wenn er kein Geschenk wollte, würde er ihr wenigstens erlauben, ihm einen Job anzubieten. Die Hoffmann-Gruppe hatte Dutzende von Werkstätten in ganz Deutschland und suchte immer nach talentierten Menschen.
Menschen, die arbeiten, konnten aber auch Kunden mit Respekt behandelten. Menschen wie Lukas. Diesmal sagte Lukas, ja, ein Job war anders als ein Geschenk. Ein Job bedeutete, sich zu verdienen, was man bekam, seinen Wert Tag für Tag zu beweisen. Maria Hoffmann lächelte, und für einen Moment sah sie wieder aus wie die zerbrechliche alte Dame, die am Vortag in die Werkstatt gekommen war. Sie sagte ihm, dass er am Montag anfing in einer der Werkstätten der Gruppe in München, dass sein Gehalt 3-mal so hoch sein würde, wie das, was er vorher verdient hatte, dass sein Vater Zugang zu den besten medizinischen Behandlungen des Landes haben würde, bezahlt von der Firmenversicherung. Lukas spürte die Tränen in seine Augen steigen, aber er hielt sie zurück. Er wollte nicht vor dieser Frau weinen, die gerade dabei war, sein Leben zu verändern. Bevor er ging, fragte er Maria Hoffmann, was mit Herrn Schmidt passiert war. Sie lächelte, ein Lächeln, das etwas Boshaftes hatte. Sie sagte ihm, dass Herr Schmidt an diesem Morgen Besuch bekommen hatte. Einen Besuch, bei dem ihm mitgeteilt wurde, dass die Hoffmann-Gruppe, die ihm bis dahin 30% seiner Kunden durch Vereinbarungen mit den Autohäusern verschafft hatte, jede Zusammenarbeit mit seiner Werkstatt beenden würde. Nicht, weil sie ihn hasste, erklärte Maria, sondern weil sie nicht wollte, dass ihre Kunden von jemandem bedient wurden, der seine Mitarbeiter so behandelte. Ein Mann, der einen jungen Menschen öffentlich demütigte, weil er einer alten Dame geholfen hatte, verdiente ihr Vertrauen nicht. Lukas empfand keine Genugtuung. Es lag nicht in seiner Natur, sich über das Unglück anderer zu freuen, aber er empfand etwas, das Gerechtigkeit ähnelte. Das Gefühl, dass manchmal, auch wenn es selten war, die Welt so funktionierte, wie sie funktionieren sollte. 11 Jahre später war Lukas Weber zum Direktor einer der größten Werkstätten der Hoffmann-Gruppe in München geworden. Er hatte 20 Mechaniker unter sich, betreute Hunderte von Kunden und hatte den Ruf, der fairste Chef zu sein, mit dem man arbeiten konnte. Er hatte nie vergessen, woher er kam. In seiner Werkstatt gab es eine ungeschriebene Regel. Jeder, der mit einem Problem hereinkam, reich oder arm, jung oder alt, wurde mit dem gleichen Respekt behandelt. Und wenn jemand Hilfe brauchte und nicht bezahlen konnte, fand man immer einen Weg zu helfen. Seine Mechaniker liebten ihn, nicht weil er nachsichtig war. Im Gegenteil, er war sehr anspruchsvoll, sondern weil sie wussten, dass er sie respektierte, dass er sie niemals vor anderen demütigen würde, dass er immer den verteidigen würde, der das Richtige tat, auch wenn es nicht das Profitabelste war. Sein Vater Hans war geheilt. Die Behandlungen, die die Firmenversicherung bezahlt hatte, hatten gewirkt. Und jetzt verbrachte er seine Tage damit, den Großvater für die Kinder von Lukas Schwester zu spielen. Glücklich und gesund. Maria Hoffmann war wie eine Großmutter für Lukas geworden. Sie trafen sich jeden Sonntag zum Mittagessen und sie erzählte ihm Geschichten von ihrem Mann Wilhelm, davon, wie er sein Imperium aufgebaut hatte, von den Werten, die ihn geleitet hatten. Es waren Geschichten, denen Lukas aufmerksam zuhörte, weil er wusste, dass er sie eines Tages seinen Kindern erzählen wollte. Eines Tages, während eines dieser Mittagessen, sagte Maria ihm etwas, das er nicht erwartet hatte. Sie sagte ihm, dass sie beschlossen hatte, ihm einen bedeutenden Teil ihrer Anteile an der Hoffmann-Gruppe zu hinterlassen. Nicht alles, weil sie andere Erben und andere Verpflichtungen hatte, aber genug, um ihn zu einem der Hauptaktionäre zu machen, mit Mitspracherecht bei den Entscheidungen des Unternehmens. Lukas versuchte abzulehnen, wie er es 5 Jahre zuvor getan hatte, aber diesmal akzeptierte Maria seine Ablehnung nicht. Sie sagte ihm, dass es kein Geschenk für das Fahrrad war, es war eine Investition in die Zukunft. Sie sagte ihm, dass sie gesehen hatte, wie er seine Werkstatt führte, wie er Menschen behandelte, wie er Entscheidungen traf. Und sie hatte verstanden, dass er genau die Art von Person war, die die Hoffmann-Gruppe brauchte. Nicht jemand, der nur an Gewinne dachte, sondern jemand, der verstand, dass ein Unternehmen aus Menschen besteht und dass Menschen gut zu behandeln die beste Investition ist, die man machen kann. Sie sagte ihm, dass ihr Mann Wilhelm das gewollt hätte, dass er immer nach Menschen wie Lukas gesucht hatte, Menschen, die das Richtige taten, auch wenn niemand hinschaute, auch wenn es teuer war, und dass sie glücklich war, endlich jemanden gefunden zu haben, der würdig war, seine Arbeit fortzusetzen. Lukas nahm an, nicht wegen des Geldes, das ihm immer noch unangenehm war, sondern weil er verstand, dass Maria recht hatte.
Wenn er wollte, dass die Werte, an die er glaubte, überlebten, musste er in einer Position sein, wo er sie verteidigen konnte. An diesem Abend auf dem Heimweg kam er an der alten Werkstatt Schmidt vorbei. Sie war seit Jahren geschlossen, bankrott, nachdem die Hoffmann-Gruppe ihre Zusammenarbeit beendet hatte und die Kunden angefangen hatten, ihre Autos woanders hinzubringen. Gerhard Schmidt hatte versucht zu verkaufen, aber niemand wollte eine Werkstatt mit diesem Ruf kaufen. Lukas blieb einen Moment stehen und schaute auf die heruntergelassenen und verrosteten Rollläden. Er empfand keine Genugtuung, er empfand keine Rache. Er empfand nur eine seltsame Traurigkeit für einen Mann, der nie verstanden hatte, dass wahrer Reichtum nicht in Geld gemessen wird, sondern darin, wie wir andere behandeln. Und er dachte an jenen Novemberabend, 5 Jahre zuvor, als er beschlossen hatte, einer alten Dame mit einem kaputten Fahrrad zu helfen. Eine Entscheidung, die er nicht aus Berechnung, sondern aus Instinkt getroffen hatte, weil es einfach das Richtige war. Er wusste damals nicht, dass diese Entscheidung sein Leben verändern würde. Er wusste nicht, dass diese alte Dame eine der reichsten Frauen Deutschlands war. Er wusste nicht, dass er in diesem Moment seine Zukunft baute. Aber vielleicht war genau das der Punkt. Die besten Dinge, die wir tun, sind die, die wir tun, ohne etwas dafür zu erwarten. Und manchmal, nur manchmal, entscheidet das Universum, uns trotzdem zu belohnen. An diesem Abend kam Lukas mit einem Lächeln nach Hause. Sein Vater wartete mit dem Abendessen auf ihn und sie hatten viel, worüber sie reden konnten. Hans schaute seinen Sohn mit vor Stolz glänzenden Augen an, nicht wegen des Erfolgs, nicht wegen des Geldes, sondern wegen des Mannes, der er geworden war. Denn am Ende ist dies eine Geschichte über Güte, über diese Güte, die wenig kostet, aber viel wert ist, die nichts verlangt, aber manchmal alles bekommt, über diese Güte, die uns menschlich macht, die uns miteinander verbindet, die uns daran erinnert, dass wir alle zerbrechlich sind und alle früher oder später Hilfe brauchen. Und wenn es eine Sache gibt, die uns diese Geschichte lehrt, dann, dass es sich immer lohnt, freundlich zu sein, auch wenn es scheint, dass niemand hinschaut, auch wenn es scheint, dass es nichts bringt, auch wenn es den Job kostet, denn man weiß nie, wer zuschaut und man weiß nie, was am nächsten Morgen passieren kann. Wenn diese Geschichte dich daran erinnert hat, dass Güte immer die richtige Wahl ist, hinterlasse eine Spur deines Besuchs mit einem Herz. Und wenn du diejenigen unterstützen möchtest, die Geschichten erzählen, die Menschen feiern, die das Richtige tun, auch wenn es sie teuer zu stehen kommt, kannst du das mit einem herzlichen Dankeschön durch die Super-Danke-Funktion hier unten tun. Jede Geste zählt.